Als dieser Hund plötzlich anfing zu bellen und sich weigerte, das Kinderzimmer zu verlassen, dachten die Eltern, er wäre eifersüchtig auf das neue Baby. Aber was sie dann entdeckten, brachte selbst die erfahrensten Ärzte zum Weinen. Diese Geschichte wird ihr Herz berühren und ihnen zeigen, warum Tiere manchmal mehr sehen als wir Menschen. Bevor wir beginnen, vergesst nicht, dieses Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren herzerwärmenden Geschichten wie diese verpasst. Die Geschichte. Teil 1. Die glückliche Familie. Sarah und Michael Thompson lebten mit ihrem 5-jährigen Golden Retriever Max in einem ruhigen Vorort von Denver. Max war der perfekte Familienhund, sanftmütig, loyal und unglaublich intelligent. Als Sarah schwanger wurde, schien Max zu verstehen, was passierte. Er wurde noch beschützender und folgte Sarah überall hin. Als die kleine Emma geboren wurde, waren Sarah und Michael gespannt, wie Max reagieren würde. Zu ihrer Freude war er sofort verliebt in das Baby. Er lag stundenlang neben ihrem Bettchen und bewachte sie wie ein treuer Wächter. Teil 2. Das seltsame Verhalten beginnt. Doch nach 3 Wochen begann Max ein beunruhigendes Verhalten zu zeigen. Jeden Abend, wenn Emma schlafen gelegt wurde, fing Max an zu bellen. Nicht nur ein kurzes Bellen. Nein, er bellte stundenlang und weigerte sich, das Kinderzimmer zu verlassen. Sarah und Michael waren verzweifelt. Sie hatten kaum Schlaf bekommen seit Emmas Geburt, und jetzt machte auch noch Max Probleme. Er ist eifersüchtig, dachte Sarah. Er kann nicht damit umgehen, dass er nicht mehr im Mittelpunkt steht. Sie versuchten alles, Max aus dem Zimmer zu locken, ihn zu beruhigen, sogar einen Hundetrainer zu rufen. Aber nichts half. Max blieb stur bei Emma und bellte, als würde er vor einer unsichtbaren Gefahr warnen. Teil 3. Die Verzweiflung wächst. Nach 2 Wochen dieses Verhaltens waren Sarah und Michael am Ende ihrer Kräfte. Michael schlug sogar vor, Max vorübergehend zu seinen Eltern zu bringen. Vielleicht braucht er Zeit, sich an das Baby zu gewöhnen, sagte er. Aber Sarah konnte sich nicht vorstellen, Max wegzugeben. Er war schließlich ihr erstes Baby gewesen. Doch das ständige Bellen machte sie wahnsinnig, und sie sorgte sich, dass Emma nicht genug Schlaf bekam. Eines Nachts wurde Max besonders unruhig. Er bellte nicht nur, er kratzte an Emmas Bettchen, sprang auf und ab und schien völlig außer sich. Sarah war so müde und frustriert, dass sie anfing zu weinen. »Was ist nur los mit dir, Max?« schluchzte sie. Teil 4. Der Wendepunkt. In dieser Nacht beschlossen Sarah und Michael, Max genau zu beobachten. Sie bemerkten, dass er nicht einfach nur bellte. Er bellte in einem bestimmten Rhythmus, und er schaute nicht Emma an, sondern starrte zur Decke. Michael folgte Max' Blick und bemerkte etwas Seltsames. Die Decke über Emmas Bettchen hatte kleine Risse, die vorher nicht dagewesen waren. Als er genauer hinsah, entdeckte er etwas Erschreckendes. Die Decke bewegte sich leicht, als würde sie unter einem enormen Gewicht nachgeben. »Sarah, ruf sofort einen Bauexperten an«, rief Michael. »Ich glaube, Max versucht uns etwas zu sagen.« Teil 5. Die schockierende Entdeckung. Am nächsten Morgen kam der Bauexperte und untersuchte die Decke. Was er fand, ließ allen das Blut in den Adern gefrieren. Ein massiver Wasserrohrbruch im Obergeschoss hatte die Deckenbalken so stark beschädigt, dass die gesamte Decke kurz vor dem Einsturz stand. Wenn diese Decke eingestürzt wäre, sagte der Experte mit zitternder Stimme, hätte das jeden unter ihr getötet. Das Gewicht der Trümmer und des Wassers wäre verheerend gewesen. Sarah und Michael starrten sich entsetzt an. Max hatte nicht aus Eifersucht gebellt. Er hatte versucht, das Leben ihrer Tochter zu retten. Teil 6. Die Reparatur und Erkenntnis. Die Reparaturarbeiten dauerten eine Woche. Während dieser Zeit schlief Emma in einem anderen Zimmer und Max war endlich ruhig. Er hatte seine Mission erfüllt. Er hatte seine Familie vor einer tödlichen Gefahr gewarnt. Als Sarah das realisierte, fiel sie vor Max auf die Knie und umarmte ihn unter Tränen. »Du hast unser Baby gerettet«, flüsterte sie. »Du warst die ganze Zeit unser Held und wir haben es nicht verstanden.« Auch Michael war zu Tränen gerührt. Dieser treue Hund hatte Nacht für Nacht versucht, sie zu warnen, obwohl sie ihn dafür geschimpft hatten. Teil 7. Die Bestätigung der Experten. Dr. Jennifer Walsh, eine Tierverhaltensspezialistin, erklärte später, Hunde haben außergewöhnliche Sinne. Sie können strukturelle Veränderungen hören und spüren, die für Menschen kaum wahrnehmbar sind. Max hat wahrscheinlich die Vibrationen und Geräusche der sich verschiebenden Balken wahrgenommen. Auch der Kinderarzt von Emma war bewegt von der Geschichte. Ohne Max wäre diese Familie möglicherweise eine Tragödie erlebt haben, sagte er. Tiere haben oft einen sechsten Sinn für Gefahren, die wir nicht erkennen können. Emotionales Finale. Heute ist Emma 3 Jahre alt und Max ist immer noch ihr treuer Beschützer. Sarah und Michael haben gelernt, auf die Instinkte ihres vierbeinigen Familienmitglieds zu vertrauen.
Max trägt jetzt stolz ein Halsband mit der Aufschrift Held der Familie. Diese Geschichte zeigt uns, dass die Liebe zwischen Mensch und Tier keine Grenzen kennt. Max riskierte die Ungnade seiner Familie, um das Leben eines hilflosen Babys zu retten. Er bellte nicht aus Eifersucht, er bellte aus Liebe. Wenn ihr auch solche unglaublichen Geschichten über die Treue von Tieren kennt, teilt sie in den Kommentaren. Und vergesst nicht, dieses Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren, um mehr herzerwärmende Geschichten zu sehen. Denkt daran, manchmal sehen unsere vierbeinigen Freunde Dinge, die wir übersehen. Hört auf sie, sie könnten euer Leben retten. Call to Action. Schreibt in die Kommentare, aus welcher Stadt schaut ihr zu? Und habt ihr auch schon einmal erlebt, dass euer Haustier euch vor einer Gefahr gewarnt hat? Ich lese jeden Kommentar und freue mich auf eure Geschichten. Dieses Skript folgt einem bewährten Stil mit emotionalen Höhepunkten, dramatischen Wendungen und der typischen herzerwärmenden Botschaft über die besondere Bindung zwischen Mensch und Tier.